Herzlich willkommen zu einem neuen Airsoft-Video von mir und heute stelle ich euch mal den Kamerad hier vor. Wie im Intro schon erwähnt, geht es jetzt um den sogenannten Hater. Eigentlich heißt das Ding ja Elite Force Super Magnum H8ER, wird aber umgangssprachlich einfach nur Hater genannt. Der Hater ist ein 10-schüssiger CO2-betriebener Revolver. Die CO2-Kapsel kommt in den Griff rein, das zeige ich gleich noch, wie das funktioniert. Als Magazin hat der Hater hier so einen 10-Schuss-Clip, der wird hier eingelegt, zeige ich gleich auch noch, wie das funktioniert. Schauen wir uns den Hater doch mal von vorne nach hinten an. Ja, wir fangen mal an beim Lauf. Der Lauf hat ca. eine Länge von 14,3 mm, also so ungefähr bis hier 14,3. Der hat kein Anschlussgewinde für einen Tracer, aber es gibt Modelle, die haben einen. Die kosten dann ein paar Mark mehr. Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben hier eine ventilierte Laufschiene, sieht schick aus, hat aber für eine Software eigentlich keine Bewandtnis. Dann haben wir einmal hier unten und hier oben jeweils eine Picatinny Rail, in der man Zubehör anbringen kann. Zielfernrohr, ja Zielfernrohr genau, Zieleinrichtung oder ein Haltegriff oder es gibt so kleine Granatwerfer für 40, 50 Euro. Die kann man da auch unten anbringen. Dann kommen wir zu einer kleinen Besonderheit und zwar hat der Hater hier oben, ich hoffe man kann das sehen, ja man kann es sehen, dieses kleine Löchlein. Und da geht man mit dem Imbus rein und schon kann man das Hop-Up von außen einstellen. Das ist eine richtig geile Sache, Hop-Up von außen einzustellen, anstatt wie bei anderen Waffen, die erstmal zu demontieren und dann wieder montieren, schießen und so kann man on the fly mal eben das Hop-Up einstellen. Dann gehen wir mal weiter zur Visierung. Die ist auch richtig geil. Eine schöne Reflexvisierung. Ich hoffe, ich kriege das so hin. So, dann kann man das sehen. Ja. Für den Preis finde ich das echt top, dass da schon so Optiken drin sind. Da braucht man schon fast kein Red Dot mehr. Ey, ich finde das echt super. Ich finde das klasse. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir den Hahn. Die Waffe lässt sich entweder in Single Action oder in Double Action betreiben. Das heißt, ich kann einmal den Abzug betätigen, um den Hahn zu spannen und den Schuss auszulösen. Oder aber ich kann den Hahn schon mal spannen und dann schießen. Dann kommen wir hier auch schon mal direkt zu der Sicherung. Das ist hier der kleine Pinüppel. Wenn der nach hinten gedrückt ist, dann ist die Sicherung draußen. Das heißt, ich kann schießen. Drücke ich die Sicherung aber rein. Ich hoffe, man kann das so sehen. Kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. Da ist rein, da ist raus, genau. So, jetzt ist die Sicherung drin. Jetzt ist der Hahn blockiert. Jetzt kann ich kann weder spannen, ich kann weder schießen. Also recht simpel, aber effektiv gelöst. Finde ich sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier unten seht ihr, da ist die Kappe. Boah, mit links und rechts. So. Da unten haben wir hier die Kappe. Da können wir den Griff abnehmen, da kommt die CO2-Kapsel rein und hier unten an dem Imbus, da wird die CO2-Kapsel dann angestochen. Drehen wir den Hater mal um, gehen wir mal zu der Seite. Da haben wir jetzt nicht so viel, wir haben noch hier die Trommelverriegelung, da können wir den Clip rausnehmen, einen neuen Clip einsetzen, spannen und dann ist das Ding auch schon schussbereit. So, etwas trockene Theorie und zwar die Zahlen, Daten, Fakten. Wie eben schon erwähnt, die Lauflänge 14,3 cm. Der Hater selber ist ca. 26 cm lang und wiegt um die 690 Gramm leer, ohne alles. Wenn ihr den Hater spielbereit macht, dann müsst ihr mit 735 Gramm rechnen, so circa. Ja, die Joule. So roundabout 0,9 bis 1 Joule macht der, sehen wir gleich beim Kronen. Je nachdem, ich krone ihn gleich mit verschiedenen BB-Gewichten, damit man auch mal so den Unterschied sieht. Ja, 10 Schuss im Magazin hat er, also was heißt Magazin in dem Clip. 10 Schuss passen rein. Und der Preis ist mördermäßig, der ist ja
60 Euro. 60 Euro kostet das Ding, kommt mit 3 Magazinclips und einem Imbusschlüssel. Da kann man nicht motzen. Also als Backup oder als erste Softwarewaffe für 60 Euro, top. Jetzt habt ihr euch den Hater gekauft, geladen und ihr wollt damit spielen. Ja, und als Backup müsst ihr den natürlich auch irgendwo hinpacken. Da kann ich euch tatsächlich ein Holster nahelegen, und zwar ist das hier. Lasst euch hiervon nicht beirren, das habe ich selber dran gedengelt. Da habe ich ein bisschen was gebohrt, wie ihr seht. Und so einen Gürtelclip dran gemacht, und der hat auch noch so einen Zahnkranz mit einem Loch drin. Den kann ich also auch in so einen Hartschalen Oberschenkel-Holster packen. Das ist so eine Eigenkonstruktion. Aber es geht tatsächlich um dieses Holster. Das ist für die Home Defense Serie von der Waffe. Die gibt es nämlich auch im Kaliber, schlag mich tot, 50, Kaliber 50 oder so. Das Ding hat verschießt Gummibälle, Pfefferbälle etc. Und das ist aber passgenau. Also ja, so ein bisschen passgenau. Ne? Ich kann den Hater reinschieben. Wird gehalten. Er ist allerdings ein bisschen locker. Man kann jetzt theoretisch hier oben noch ein bisschen was mit, weiß nicht, irgendwas reinkleben etc. Aber ich persönlich lasse das so. Wie gesagt, das hält, der fliegt da nicht raus. Um den Hater rauszunehmen, müsst ihr nur auf den Knopf drücken. Und raus ist er. Ja, rein und raus. Das Ding ist für den HDR 50, heißt das, T4E. Könnt ihr ganz einfach googeln, müsste eigentlich jeder Shop haben. Kostet, ich glaube, 25 Euro um den Dreh. 20 Euro, 25 Euro, ich weiß das gar nicht mehr, wie viel das gekostet hat. Ist aber eine super Alternative gegenüber den Universalholstern, wo ich mit dem Hater tierische Probleme hatte, vor allen Dingen auch wegen der Picatinny Rail hier vorne, weil die doch sehr scharfkantig ist, und wenn man dann irgend so ein Holster aus Stoff hat, da reißt man sich ziemlich viel kaputt. Ich hatte so ein billiges Holster, so ein billiges Oberschenkelholster für einen Zehner, so ein Universalding. Da habe ich mir dann das ganze Innenleben mit rausgerissen, also das war Schrott. Deswegen lieber ein paar Euro mehr investieren, und ihr habt ja ein schönes Hartschalenholster. Und wie ihr seht, man kann auch noch ein paar Modifikationen dran machen. Ich kann es mir jetzt am Gürtel klipsen oder halt, wie gesagt, an so einer Oberschenkelplatte. Das ist schon recht ordentlich. So, jetzt haben wir unseren Hater sicher im Holster verstaut. Jetzt gehen wir das zweite Problem an, und zwar diese Magazinclips. Für normale Magazine haben wir natürlich Magazintaschen. Ja, Magazin rein, fertig. Und was machen wir mit denen? Das Problem ist natürlich, die können wir nicht geladen, also wir können sie schon geladen irgendwo in der Tasche haben. Ja, und dann, wenn wir die wechseln wollen, dann müssen wir halt gucken, wie rum, ja, und wohin mit den leeren Clip, und alles ein bisschen doof. Kann man machen, aber wie gesagt, ist doof und zeitraubend. Jetzt gibt es im Internet was zum Drucken, ja, wohl dem, der einen 3D-Drucker hat oder jemand, der einen kennt, der einen hat. Da kann man sich so ein Moped ausdrucken. Das ist so ein Hater-Clip-Halter-Dingens, wie man es auch nennen mag. Ich habe das etwas modifiziert. Man hat hier die Möglichkeit, ich hoffe, man kann es so sehen, man hat die Möglichkeit, einen Gürtel hier durchzuschieben. Oder halt auf dieser Seite habe ich noch zusätzlich eine Mollehalterung angebracht. Das heißt, die kann ich auch an meiner Weste irgendwo anbringen, wo ich möchte, oder am Battlebelt. Das ist vollkommen wurscht. Und zwar der Cliphalter funktioniert folgendermaßen: Man nimmt die Clips und die passen nur in eine Richtung rein. Ich zeige das mal. So, dann drückt man den runter und den nächsten Clip rein. Da habe ich natürlich noch mehr. So, und noch ein Clip. Und noch ein Clip. So, dann haben wir 2, 4, 5 Clips haben wir jetzt drin. Das Ding ist voll. Und wenn ich jetzt einen Clip leer geschossen habe, dann kann ich den schön in den Abwurfbeutel packen, in die Dump Pouch, und dann drücke ich. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen kompliziert, also sieht ein bisschen doof aus. Wenn das Festbrick ist, dann hält das schön dagegen. So, also ich kann den von hier unten rausdrücken, und die kommen halt immer mit der gleichen Seite raus. Das heißt, ich kann mir schon angewöhnen, wenn ich den jetzt so habe.
ziehe das Ganze mal durch. Ja, nochmal laden. So, nehmen wir an, ich habe den Hater jetzt leer geschossen und ich brauche jetzt eine neue. So, dann nehme ich die raus und ich weiß, die kommt mit dem Zahnrad nach unten. Das heißt, die kann ich nehmen und direkt so reindrücken in die Waffe. Das heißt, ich muss nicht mehr überlegen, muss ich jetzt links rum oder rechts rum drehen, nach oben, nach unten oder wie, sondern ich kann einfach raus, rein und weiterschießen. Das ist sehr nützlich. Kommen wir jetzt mal zum Laden des Clips. Und zwar sehen wir, der Clip, der hat zwei Seiten. Einmal hier ein Zahnkranz und kleinere Löchlein. Und ja, hier hinten haben wir keinen Zahnkranz und größere Löcher. Und genau hier kommen die BBs rein. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Clip zu laden. Und einmal kann man jede BB einzeln hier reinlegen. Ich kann es jetzt mal kurz machen. So, man kann jede BB einzeln hier so reinlegen und dann fest drücken. Das ist aber eine friemelige, fummelige Arbeit. Und es gibt den Profi-Trick. Ihr nehmt euch einfach eine Tüte BBs eurer Wahl, nehmt den Clip und taucht den einmal ein und drückt einmal die BBs fest. Ja, und das war's. Innerhalb von 2 Sekunden habt ihr den Clip vollgeladen. Kommen wir zu folgender Situation. Das Spiel ist vorbei. Ihr habt noch ein paar geladene Clips und ihr möchtet die Clips auch entladen. Das geht natürlich auch ziemlich einfach. Ihr könnt einfach den Clip über die Tüte halten. So, jetzt mit einem Imbusschlüssel oder mit einem Stift könnt ihr da die Kugeln reindrücken. Da bin ich nicht so großer Fan von, aber das ist jedem selber überlassen. Ich möchte da nicht mit einem metallischen oder mit einem spitzen Gegenstand auf die BBs rumdrücken. Deswegen habe ich mir mit einem 3D-Drucker so ein kleines Tool gedruckt, genau, richtig, gedruckt. Und das ist so ein etwas weicheres Material und damit möchte ich halt die BBs schonen. Ne? Aber das kann jeder selber machen, wie er möchte und einfach reindrücken das Ganze und schon habt ihr den Clip wieder entladen. Kommen wir zum Laden des Haters. Und zwar, das geht ziemlich einfach und ziemlich schnell. Wir haben hier die Trommelverriegelung. Ihr könnt das sehen, da ist die Trommelverriegelung. Den Hebel muss man einfach nur zurückdrücken und hier in diese kleine Haltebucht rein, dann wird er gehalten. Jetzt nimmt man am besten den Zeigefinger, also so mache ich das, kann jeder selber machen. Ich nehme den Zeigefinger und drücke von rechts gegen die Trommel und da seht ihr, da kommt die auch schon raus. Trommel rausnehmen, neue Trommel rein. Oder Trommel, ich sage mal Trommel, es ist ja eigentlich mehr oder weniger ein Clip. So. Clip rein. Den könnt ihr auch ganz fest reindrücken, das kommt hier nicht weiter raus. Das wird hier gehalten. So, neuer Clip rein und Hebel runter. Der schnackt auch sofort zurück. Der ist hier federgelagert. Ja, so. Und das war's. Das war der ganze Ladevorgang. Hebel raus, mit dem Finger rein, raus, neue Trommel. Ich sage immer Trommel, ist ein Clip. Genau, rumschnacken und fertig. So, dann gucken wir uns nochmal an, was passiert, wenn wir denn den Nupsi nach vorne bzw. nach hinten drücken. Ihr seht, hier ist die Trommelverriegelung. Ja, die geht dann quasi hier durch, ist quasi die Achse von dem Clip und den drückt man einfach nur nach hinten. Und jetzt ist alles fest. Und wir können schießen. Das war's. Nachdem wir jetzt gesehen haben, wie wir den Hater laden, beziehungsweise wie wir die BBs in den Clip bekommen und den Clip in den Hater, zeige ich euch jetzt noch schnell, wie man die CO2-Kapsel in den Hater bekommt, denn die muss ja irgendwo auch rein. Und zwar, wenn man den Hater umdreht, sieht man hier am Griff so eine kleine Nut und genau die passt zusammen mit dem Daumen. Das heißt, ich klipse den Griff einfach ab. Ja, und da sehen wir auch schon, da kommt das Fach für die CO2-Kapsel. Die legen wir einfach rein. Hier vorne ist das Ventil. So, die wird einfach eingelegt. Und jetzt bräuchte man ja theoretisch auf dem Feld den Imbusschlüssel, aber habt ihr ja schon gesehen, der Imbusschlüssel ist schon mit dabei. So, einfach rein und so lange rumdrehen, bis wir einen Widerstand merken und weiter drehen. So, es hat einmal ganz kurz gezischt.
Das heißt, die CO2-Kapsel ist jetzt angestochen. Noch die Griffschale drauf. Und der Hater ist schussbereit. Eines solltet ihr noch beachten, wenn ihr mit dem Hater spielt. Und zwar, nachdem ihr 5 CO2-Kapseln hier durchgejagt habt, dann solltet ihr eine Wartungskapsel nehmen. Eine Wartungskapsel, wer es nicht kennt, ist auch eine ganz normale CO2-Kapsel. Die enthält allerdings auch ein bisschen Öl, damit die Internals geschmiert werden. Ja, weil anders als Waffen, die mit Airsoft-Gas betrieben werden, wo ja schon Öl drin ist, ja, ist im CO2 natürlich nichts drin. Und deswegen sagt man so, nach 5 CO2-Kapseln eine Wartungskapsel durchjagen und dann ist gut. So. Und nachdem wir das alles durchgegangen sind, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Kronen und gucken uns das mal an. Eins Komma 0,2, 0,99, 0,98, 0,99, 1,01. Kronen mit 0,25 Gramm BBs. Eins Komma 1,13, 1,13, 1,08, 1,07, 1,09. Kronen mit 0,28 Gramm BBs. 1,16, 1,09, 1,04, 0,97, 1,02. Kommen wir nach dem Kronen jetzt direkt mal zum Fazit. Und zwar verzichte ich jetzt mal ganz bewusst auf ein Video, wo ich auf eine Zielscheibe schieße. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so interessant. Vor allen Dingen ist der Top-Up auch nicht so richtig eingestellt. Und ich warte lieber, bis die Hallen wieder aufmachen. Und dann mache ich mal ein paar Spielvideos mit dem Hater. Ich denke, das ist interessanter, als wenn ich einfach nur stur auf eine Zielscheibe schieße. Kommen wir jetzt mal direkt zum Fazit. Und zwar der Hater für 60 €. Der fühlt sich richtig gut an, der liegt gut in der Hand, hat auch ein moderates Gewicht. Hier knarzt nichts, hier dran drehe oder so, hier klappert. Ja, ein bisschen was, mein Gott. Ja, aber für 60 € ist das ein richtig geiles Spielzeug. Entweder als Zweitwaffe oder als Nice to Have oder als Einsteigerwaffe ist das Ding auch zu gebrauchen. Für 60 €. Da macht man nichts verkehrt. Und wie gesagt, wenn die Hallen wieder aufmachen, dann mache ich auf jeden Fall ein paar Spielvideos. Deswegen bleibt dran, abonniert den Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und ich sag mal, bis demnächst.